Es gibt einen Moment in deinem Leben, in dem du verstehst, dass deine Stimme nicht zählt. Nicht, weil du nichts zu sagen hast, sondern weil die Leute entschieden haben, dass deine Stimme anders klingt. Mein Name ist Amira und das hier ist die Geschichte, wie ich zur Chefin der Menschen wurde, die mich einst ausgelacht haben. Ich kam aus der Türkei nach Deutschland, nicht als Touristin, als Studentin. Mit einem Stipendium, das ich mir hart erarbeitet hatte, mit Träumen, die größer waren als meine Angst. Und mit einem Akzent, den ich nie loswerden würde. Ich studierte Betriebswirtschaft an einer staatlichen Universität. Die ersten Wochen waren schwer. Nicht wegen des Stoffes, ich war gut vorbereitet, sondern wegen der Blicke, der Pausen, wenn ich sprach, des leisen Lachens, wenn ich ein Wort falsch betonte. Ich merkte schnell, dass mein Deutsch nicht perfekt war, aber ich merkte auch, dass einige Leute das nicht als etwas sahen, das man verbessern konnte, sondern als etwas, das mich definierte. Es gab eine Gruppe in meinem Studiengang, 4 Leute, Sarah, Michael, Thomas und Lisa. Sie kannten sich schon vor der Uni, gleiche Stadt, gleiche Schule, gleiche Welt. Sie saßen immer zusammen, lachten immer zusammen, arbeiteten immer zusammen und ich saß allein. Am Anfang versuchte ich, Kontakt aufzunehmen. Einmal fragte ich Sarah nach ihren Notizen. Sie lächelte höflich und sagte, sie habe sie nicht dabei. Am nächsten Tag sah ich, wie sie Michael zeigte. Ein andermal fragte ich, ob ich bei einer Lerngruppe mitmachen könnte. Wir sind schon komplett, sagte Thomas. Aber danke. Das Danke klang wie eine Tür, die sich schloss. Dann kam das erste Gruppenprojekt. Der Professor teilte uns in Teams ein. Zufällig. Ich landete mit Sarah, Michael und Lisa in einer Gruppe. Thomas war in einem anderen Team. Ich sah, wie sie sich ansahen. Keiner sagte etwas, aber ich spürte es. Die Enttäuschung. Das erste Treffen war höflich. Wir verteilten die Aufgaben. Ich bot an, den Finanzteil zu übernehmen. Ich war gut in Zahlen. Sehr gut. Okay, sagte Sarah. Aber wir schauen das nochmal durch, bevor wir es abgeben. Natürlich, sagte ich. Das war normal. Das dachte ich zumindest. Ich arbeitete 3 Tage an meinem Teil. Ich recherchierte, ich rechnete, ich überprüfte alles 2-mal. Dann schickte ich es der Gruppe. Keine Antwort. Ich schrieb nochmal. Alles okay? Am nächsten Tag kam eine kurze Nachricht von Sarah. Wir haben deinen Teil überarbeitet. War ein bisschen kompliziert geschrieben. Ich öffnete die neue Datei. Sie hatten fast alles geändert. Nicht, weil es falsch war, sondern weil sie meine Formulierungen nicht mochten. Ich schluckte meinen Stolz. Okay, schrieb ich zurück. Danke. Bei der Präsentation stand Sarah vorne. Sie stellte das Projekt vor, auch den Teil, den ich gemacht hatte. Sie erwähnte meinen Namen nicht. Am Ende fragte der Professor, wer für den Finanzteil verantwortlich war. Sarah zögerte. Dann sagte sie, wir haben das gemeinsam gemacht. Ich saß in der letzten Reihe und sagte nichts, weil ich wusste, dass Widerspruch mich nur schwächer machen würde. Nach der Präsentation sagte der Professor, dass es ausgezeichnet war. Er gab uns eine 1. Sarah strahlte. Michael und Lisa gratulierten sich gegenseitig. Niemand sah mich an. Die Monate vergingen. Jedes Gruppenprojekt war dasselbe. Ich arbeitete. Sie nahmen. Und ich? Ich lernte zu schweigen. Aber ich lernte auch etwas anderes. Ich lernte, dass ich nicht ihre Anerkennung brauchte. Ich begann, Kontakte außerhalb der Universität zu knüpfen. Ich ging zu Karrieremessen. Ich sprach mit Unternehmensvertretern. Mein Akzent war immer noch da. Aber ich sprach mit Selbstbewusstsein. Mit Klarheit. Mit Wissen. Und einige Leute hörten zu. Nicht alle, aber genug. Im 3. Semester bewarb ich mich für ein Praktikum. Bei einem mittelständischen Unternehmen. Nichts Glamouröses, aber solide, mit Wachstumspotenzial. Ich bekam eine Absage. Dann bewarb ich mich bei einem anderen. Wieder eine Absage. Beim 5. Versuch bekam ich eine Zusage. Ein kleines Büro, viel Arbeit, wenig Geld. Aber eine Chance. Ich nahm sie. Ich arbeitete neben dem Studium. Frühmorgens, spät abends, an Wochenenden. Ich schlief wenig. Aber ich lernte viel. Ich lernte, wie Unternehmen wirklich funktionieren. Nicht aus Lehrbüchern, aus Erfahrung. An der Uni änderte sich nichts. Sarah und ihre Gruppe ignorierten mich weiterhin. Einmal hörte ich, wie Michael zu jemandem sagte, Amira ist fleißig, aber sie passt einfach nicht rein. Du weißt schon. Ich wusste genau, was er meinte. Und ich wusste, dass es nichts mit meiner Arbeit zu tun hatte. Es hatte damit zu tun, woher ich kam. Wie ich sprach, wie ich aussah, aber ich sagte nichts. Ich notierte es nur. In meinem Kopf. Für später. Das Praktikum wurde verlängert, dann wurde mir eine Teilzeitstelle angeboten, dann eine Vollzeitstelle nach dem Abschluss. Ich sagte ja. Ich beendete mein Studium mit guten Noten. Nicht perfekt, aber gut genug. An der Abschlussfeier sah ich Sarah und ihre Gruppe. Sie feierten laut. Sie hatten alle Jobs gefunden. Gute Jobs. Bei großen Unternehmen. Ich gratulierte ihnen höflich. Sie bedankten sich knapp. Dann vergaß ich sie. Für eine Weile. 3 Jahre vergingen. 3 Jahre, in denen ich hart arbeitete. Ich machte Überstunden, ich übernahm Projekte, die niemand wollte. Ich lernte schnell, ich machte wenige Fehler. Und wenn ich Fehler machte, lernte ich daraus. Mein Chef bemerkte das, andere bemerkten das. Ich wurde befördert, vom Praktikanten zur Assistentin.
Von der Assistentin zur Projektleiterin, von der Projektleiterin zur Teamleiterin. Mein Akzent war immer noch da, aber niemand lachte mehr, weil meine Ergebnisse für sich sprachen. Dann kam der Tag, an dem alles sich schloss. Unser Unternehmen expandierte. Wir suchten neue Mitarbeiter, junge Talente, frische Absolventen. Mein Chef bat mich, die Bewerbungsgespräche zu führen. Ich saß in meinem Büro und ging die Lebensläufe durch. Dann sah ich einen Namen, den ich kannte. Sarah Hoffmann. Ich öffnete die Datei. Es war sie, gleiche Sarah, gleiche Universität, gleicher Studiengang. Sie hatte bei einem großen Unternehmen gearbeitet. 2 Jahre, dann war sie gegangen, Lücke im Lebenslauf. Jetzt suchte sie etwas Neues. Ich lehnte mich zurück und atmete tief durch. Dann lud ich sie zum Gespräch ein. Sie kam an einem Dienstag, ich sah sie durch die Glasscheibe meines Büros. Sie trug einen dunklen Anzug. Professionell, selbstbewusst. Sie wirkte, als hätte sie alles im Griff. Meine Assistentin führte sie herein. Sarah setzte sich, dann sah sie mich an. Ich sah, wie die Erkennung kam. Langsam. Erst Verwirrung, dann Überraschung. Dann etwas, das wie Unbehagen aussah. »Amira?« sagte sie. Ich lächelte höflich. »Sarah. Schön, dich wiederzusehen.« Sie lächelte zurück, aber es erreichte ihre Augen nicht. »Ich wusste nicht, dass du hier arbeitest. Seit 4 Jahren«, sagte ich. »Mittlerweile leite ich das Team, für das du dich beworben hast.« Das Gespräch war professionell, ich stellte die üblichen Fragen, sie gab die üblichen Antworten. Sie war gut vorbereitet, ihre Qualifikationen waren solide, aber es gab etwas, das fehlte. Etwas, das man nicht in einem Lebenslauf findet. Also fragte ich, erzähl mir von einer Situation, in der du in einem Team arbeiten musstest, das nicht funktionierte. Wie hast du das gelöst? Sie zögerte. Dann erzählte sie eine Geschichte. Generisch, vage. Ich nickte und machte mir Notizen. Dann fragte ich, wie gehst du mit Kollegen um, die anders sind als du, die einen anderen Hintergrund haben? Sie lächelte, ich bin sehr offen. Ich arbeite gerne mit verschiedenen Menschen. Wirklich? Fragte ich. Kannst du mir ein Beispiel geben? Sie dachte nach. Dann sagte sie etwas über ein internationales Projekt, über jemanden aus Frankreich. Oberflächlich. Sicher. Ich ließ es dabei. Das Gespräch endete. Sie gab mir die Hand. Danke für die Gelegenheit, sagte sie. Ich melde mich, sagte ich. Sie ging. Ich sah ihr nach und dachte an die Universität, an die Lerngruppen, zu denen ich nicht eingeladen wurde, an die Projekte, bei denen mein Name nicht erwähnt wurde, an die leisen Lacher, wenn ich sprach. 2 Tage später rief ich sie an. »Sarah, hier ist Amira. Danke nochmal für das Gespräch.« »Gerne«, sagte sie. Ich hörte die Hoffnung in ihrer Stimme. »Ich muss dir leider mitteilen, dass wir uns für einen anderen Kandidaten entschieden haben.« Stille. Dann, kann ich fragen, warum? »Natürlich«, sagte ich ruhig. »Wir suchen jemanden mit stärkeren Teamfähigkeiten. Jemanden, der wirklich mit verschiedenen Menschen arbeiten kann. Nicht nur auf dem Papier, sondern in der Praxis.« Ich spürte, dass sie verstand. Aber ich war noch nicht fertig. »Sarah, weißt du noch, wie wir zusammen studiert haben?« »Ja«, sagte sie leise. »Ich auch. Ich erinnere mich an jedes Gruppenprojekt. An jede Lerngruppe, zu der ich nicht eingeladen wurde. An jeden Moment, in dem meine Arbeit ignoriert wurde, weil mein Akzent nicht zu euch passte.« Ich wartete. Sie sagte nichts. »Ich wollte dir das nicht persönlich nehmen«, fuhr ich fort. »Aber ich habe gelernt, dass Teamfähigkeit bedeutet, Menschen wertzuschätzen. Nicht nur die, die wie du klingen oder aussehen. Und das ist etwas, das ich in unserem Gespräch nicht gesehen habe. Es tut mir leid, wenn damals«, begann sie. Ich unterbrach sie. »Es ist okay, das war vor Jahren. Aber es hat mich gelehrt, wer ich sein will. Und wen ich in meinem Team haben will. Ich wünsche dir alles Gute für deine Suche.« Dann legte ich auf. Ich lehnte mich zurück und atmete aus. Es war kein Triumph, keine Rache, es war nur Gerechtigkeit. Stille, späte Gerechtigkeit. Ich hatte nicht gebrüllt, ich hatte nicht geweint. Ich hatte einfach meine Arbeit gemacht und meine Arbeit hatte für mich gesprochen. Lauter als jeder Akzent jemals könnte. In den nächsten Wochen kamen mehr Bewerbungen. Ich stellte 3 neue Leute ein. Einer kam aus Polen, einer aus Spanien, einer aus Syrien. Alle hatten Akzente, alle hatten Geschichten, alle hatten Talent, das andere übersehen hatten. Und zusammen bauten wir das stärkste Team, das das Unternehmen je hatte. Nicht trotz unserer Unterschiede, sondern wegen ihnen. Heute leite ich eine Abteilung mit 20 Mitarbeitern. Mein Akzent ist immer noch da. Er wird immer da sein. Aber niemand lacht mehr, weil sie verstehen, dass ein Akzent nur zeigt, dass du mutig genug warst, eine neue Sprache zu lernen, eine neue Welt zu betreten. Dich zu beweisen, wenn alles gegen dich stand. Das war meine Geschichte. Von Ausgrenzung, von stillem Kampf, von dem langen Weg nach oben und von dem Moment, in dem diejenigen, die dich einst ignorierten, an deine Tür klopfen und um eine Chance bitten. Du gibst ihnen keine Rache. Du gibst ihnen eine Lektion, die gleiche, die du gelernt hast, dass Respekt nicht davon abhängt, wie perfekt du klingst, sondern davon, wie gut du lieferst. Und das hatte ich gelernt, auf die harte Tour. Aber ich hatte es gelernt.